Okay. Sicher? Probieren wir es aus. Schönen guten Tag alle zusammen. Es ist Freitag und das heißt, It's wir Friday. und ihr habt hoffentlich auch Wochenende. Wir werden jetzt erstmal einen wunderschönen Kaffee trinken gehen. Wir sind hier in einem richtig schönen Örtchen. Ich blende euch unten den Namen ein, wir wissen nicht, wie es heißt. Doch, St. Lucida irgendwas. Ja, mein wandelndes Wikipedia ist neben mir. Und dann werden wir erstmal einen Kaffee trinken gehen und dann werden wir Mallorca erkunden, weil das Wetter ist hervorragend heute. Vielleicht können wir sogar baden gehen. Ich habe gestern zwar Elvis ein bisschen weihnachtlich dekoriert, aber ich habe trotzdem Lust, es sind 19 Grad. Ich bin da noch skeptisch, aber mal gucken. Wir haben die Bar nämlich schon mal vorgetestet, in der wir gestern waren. Haben uns schon mal ein Cerveza getrunken und die Bar ist super schön. Ist wirklich toll, gell? Ja, also direkt am Meer mit Strandblick. Gerade nachts sehr schön beleuchtet, die haben ganz viele so Glühbirnen. Ja, ansonsten ist die Stadt aber wie ausgestorben. Ich meine, es ist halt krasse Nebensaison jetzt und man sieht hier richtig, die ganzen Ferienwohnungen sind alle leer. Ja, normal könnten wir hier nicht stehen, da wäre hier alles voll wahrscheinlich mit Leuten. Aber jetzt in der Nebensaison, das hat halt auch echt Vorteile. Viele Vorteile. Ich mag das eigentlich. In Albanien waren wir auch schon in der Nebensaison und hier jetzt auch. Und ich meine, das Wetter heute ist ein Traum. Ja. Man muss immer ein bisschen antizyklisch arbeiten, dann kann man die Vorteile voll ausnutzen, weil dann ist man einfach an so Orten und man ist einfach alleine. Es sind natürlich auch nicht so viele Restaurants offen, aber wenn die richtigen offen sind, ist das auch gar nicht so schlimm. Und das ist auf jeden Fall eine Top-Adresse. Dann setzen wir uns jetzt erstmal schön in die Sonne raus, trinken Kaffee und dann gucken wir mal, was wir mit dem Tag heute starten. Weil bessere Bedingungen können wir gar nicht bekommen. Ja, wir fahren jetzt runter zu so einem Leuchtturm. Cap de Celines heißt es. Und eigentlich machen wir so ein bisschen Buchtenhopping heute. Ja, wir lassen uns einfach mal treiben. Wir haben ganz Ja. viele Sachen markiert auf der Karte und klappern jetzt eins am anderen ab. Alles nacheinander. Und gucken mal, was so Schönes dabei ist. Ja. Und das Wetter ist ja hervorragend, deswegen. Also ich sehe mich heute schon im Meer schwimmen. Ja, ich weiß es noch nicht. Ihr seht Fabi auch im Meer schwimmen. Mal gucken, wie groß der Gruppenzwang Ob es ist. dann am Ende freiwillig oder unfreiwillig ist dahingestellt. Das Dörfchen hier können wir auf jeden Fall empfehlen. Zumindest das Kaffee. Das Kaffee ist super schön. Auch das Essen sah Das sehr gut Essen aus. soll sehr gut sein. Der Kaffee war auch Man schon kann. gut. Der Kaffee war auf jeden Fall hervorragend. Da sind auch schon ein paar Schwimmer wirklich treffs. Ja klar. Es ist wirklich sehr angenehm mild heute. Es Würde sind man bestimmt sagen, 20 Grad. Ja, in der Sonne auf jeden Fall. In der Sonne kann man wirklich im T-Shirt rumlaufen. Jo, Jetzt machen wir Elvis abfahrbereit jetzt machen wir Elvis abfahrbereit. und dann geht's los. Wir sind jetzt gerade durch Ses Salines gefahren und uns kam das irgendwie unheimlich bekannt vor. Wir waren hier schon mal irgendwann. Vor 3 Jahren. Vor 3 Jahren waren wir schon mal auf Mallorca und anscheinend auch in diesem kleinen Örtchen hier. Wir hatten jetzt noch ein bisschen Hunger bekommen und wir werden jetzt hier was noch essen gehen, bevor wir dann zum Leuchtturm weiterfahren. Man kann das Meer schon hören und wir haben den Leuchtturm auch schon gesehen. Kommt jetzt hier gleich. Wir hatten jetzt noch ein Bocadillo gegessen, das sind so
So Paninis, Baguettes, kleine. Jetzt gucken wir uns das mal an. Ah, das sieht ja wunderschön aus. Das ist abgeschlossen. Nee. Stehen noch lauter Autos. Willst du irgendwo anders hin? Sehr abgeschlossen aus. Echt Wahnsinn, die Farben von dem Wasser da drüben. Das ist richtig türkis. Sieht wunderschön aus. Die Insel kann wirklich viel. Der Leuchtturm da hinten ist auch spektakulär. Ja, da kommt man nicht hin. Und im Norden soll es einen noch ein bisschen spektakuläreren Leuchtturm geben. Den werden wir uns auf jeden Fall auch noch angucken, aber nicht heute. Zurück zum Auto. Wo geht's als nächstes hin? Zu einer Bucht, eine Kala. Kala weiß ich nicht genau. Ist aber auch nicht weit weg. Ich glaube, eine Viertelstunde. Und ich hoffe ja, dass wir da ins Wasser gehen können. So, nichts mit Klippenspringen. Oh nee. Hier gehe ich nicht Klippen springen. Alter, es sieht spektakulär aus. Wir hatten mal wieder ein bisschen andere Vorstellungen. Wir wollten jetzt ja eigentlich Klippenspringen gehen oder ins Meer oder sonst was, aber ich glaube, Nee, das machen wir nicht. nee, das sind also an die 30, 40, 50 Meter. So gut sind wir dann, glaube ich, doch nicht. Fahren wir zur nächsten. Gucken wir uns das nächste Highlight an, aber es sieht schon Es ziemlich ist geil super aus. schön. Frisch, würde ich mal sagen. Ja, es geht schon. Die Sonne fehlt halt irgendwie. Okay. Sicher? Probieren wir es aus. Dann noch eine Runde schwimmen. You are a pill, I swallow it. Take me away to Neverland. What colors? Das ist echt erstaunlich warm, muss ich sagen. Ich fand's auch. Also es geht. Geht voll klar. Es geht schon mal rein. Wir haben nämlich eine neue Kamera. Die stellen wir euch noch nachher vor. Die ist ziemlich cool, die kann ziemlich viele Sachen. Aber jetzt... Oh, jetzt hol erstmal ein Handtuch. Wir mussten uns jetzt erstmal ein bisschen aufwärmen. Ist doch ganz schön frisch war im Wasser. Aber Ja, nicht so danach, schlimm. wenn man rauskommt, gell? Ja. Jetzt hoffen wir noch, dass wir noch einen Sonnenuntergang sehen können. Aber Es es zieht wird sich, ja- zieht sich leider ein bisschen zu gerade. Mal gucken. Ist nämlich auch so eine richtig
wohl. Könnten Glück haben. Oh, wir sind aber schon echt... Spät. Aber schon gleich ein Highlight gehabt mit dem Wasser. Ja, also dafür hat sich Mallorca jetzt schon gelohnt. Ich will aber auch immer überall ins Wasser gehen. Ja, das war das Schlimmste. Die Sonne geht echt früh unter jetzt. Ja, du merkst, dass es auf den Winter zugeht. Das ist jetzt wirklich ein krönender Abschluss für den Tag Ja. heute. Wir verlieben uns immer mehr in Mallorca. Mhm. Wunderschön. Man darf sich nicht so abschrecken lassen von den ganzen Hotelbunkern Südwesten. Er hat da schon ein paar Schandtaten hingeklotzt. Aber die Insel an sich ist einfach ein Traum. Ja. So viele Felsen und Klippen und Buchten und also wirklich, wir sind richtig begeistert. Auch in der Off-Season. Man muss ein bisschen gucken. Klar, es regnet ein paar Mal mehr wahrscheinlich als sonst. Ja. Aber auch jetzt ist es wird einfach noch angenehm. Kann sogar schwimmen gehen. Vom Strand zurück im Weihnachts-Elvis. Bei uns ist ein bisschen Weihnachtsdeko eingezogen. Ich dachte mir, dadurch, dass wir jetzt die Vorweihnachtszeit in Elvis verbringen, lasse ich es hier auch ein bisschen gemütlich werden und habe gestern noch 2 Lichterketten und hier so ein bisschen Deko gekauft und habe Elvis ein bisschen gemütlich geschmückt und ich finde, jetzt sieht das hier schon richtig schön aus und es ist immer toll, wenn man von draußen reinkommt in so ein gemütliches Zuhause und wir einfach unsere eigenen 4 Wände immer dabei haben und man sich sofort wohlfühlt. Und damit wir uns noch wohler fühlen, gibt es jetzt Soul Food. Es wird Spaghetti Bolognese gekocht. Dieser Platz ist wirklich traumhaft schön. Mega. Wir können es gar nicht glauben. Und wir wollten euch noch kurz vorstellen, wie die Filmaufnahmen entstanden sind. Wir haben nämlich eine neue Kamera. Die Kollegen von Insta360 haben uns die One X2 zugesendet. Die hat eine 360-Grad-Funktion und damit lassen sich wirklich unglaubliche Aufnahmen machen. Mega cool. Es macht super viel Spaß, die im Nachgang anzuschauen und damit rumzuspielen. Also als wir die Aufnahme im Meer gemacht haben, da wussten wir noch gar nicht so richtig, was uns erwartet danach, wie man sich das vorstellen kann. Und ich finde es richtig, richtig cool. Also es macht mega viel Spaß, damit zu arbeiten und so ein paar Dinge auszuprobieren. Und das Krasse ist, wenn ihr das vor allem in Kombination mit einem 3 Meter Selfie-Stick macht. Wir wurden für das Feedback auch nicht bezahlt, also sind keine Gelder geflossen. Wir haben echt viel Spaß gehabt mit der Kamera. Falls ihr euch überlegt, sowas auch anzuschaffen, findet ihr unten in der Beschreibung einen Affiliate-Link. Da würdet ihr uns ein bisschen mit unterstützen und ihr spart auch noch ein bisschen dabei. Das würde uns freuen. Wenn nicht, ist natürlich auch nicht schlimm. Aber ich hoffe, die Aufnahmen haben euch trotzdem gefallen. Ich hoffe, die Aufnahmen sind trotzdem cool geworden. Eine krasse Funktion von der One X2 ist nämlich auch, dass ihr die Sicht erst im Nachhinein anstellt. Ihr habt diese 360-Grad-Sicht und stellt im Prinzip erst dann per App ein, in welche Richtung ihr guckt. Und da lassen sich total wilde Aufnahmen erstellen. Das ist absolut abgefahren. Und das wirklich Coole ist natürlich auch noch, dass die dann auch automatisch euer Bild stabilisiert. Also es ist im Prinzip noch ein integrierter Gimbal sozusagen. Genau. Und man sieht den Selfie-Stick nicht. Dadurch kommt ja dann dieser Effekt erst zustande, dass man eben diesen 3 Meter Selfie-Stick, der wird eben rausgeschnitten beim Video. Und es ist halt ein mega geiler Effekt, weil es wirklich, wie Fabi schon gesagt hat, so Drohneneffekt hat und man echt verrückte Winkel und Perspektiven ausprobieren kann. Why do you still hurt? Who's wrong and who's right?
Meer hat auf jeden Fall immer was Meditatives. Und dieser Ausblick heute früh ist für mich einer der schönsten Plätze, an dem wir je waren und auch einer der schönsten Plätze, an dem ich je meinen Kaffee getrunken habe. Also das ist so ein unglaubliches Privileg, das, was Ja. wir haben können und dürfen, dass wir einfach an diesem Platz hier geschlafen haben und heute Morgen unseren wohlverdienten Kaffee hier an diesem Platz trinken dürfen. Das ist unglaublich. Das ist einfach so schön und so beruhigend. Hier ist niemand anderes außer uns. Also wir sind hier ganz allein mit Elvis. Und es ist wirklich richtig schön, so die Ruhe. Und man hört nur das Meer rauschen. Und auch heute Nacht, man hat einfach nur die Wellen gehört. Nichts weiter. Und es ist wirklich, also ich bin gerade richtig, richtig dankbar und richtig, richtig glücklich. Also Es ist auch eine kleine Ode an die Nebensaison. ja. Ich glaube, solche Plätze kann man einfach nochmal viel mehr genießen. Stört das jetzt auch nicht. Wir waren gestern im Wasser, das fand ich super geil. Aber wir sind eh keine Strandlieger, die jetzt jeden Tag von morgens bis abends am Strand liegen. Deswegen finde ich die Temperaturen, ich meine, wir sitzen jetzt hier auch im dünnen Pulli, gar nicht schlimm. Hoping to find a future for me. I'm still in this fight. I pray for the night to go easy on me. You keep blowing me out, I keep holding you in. I keep asking myself, oh, why do you still hurt? Why do you still hurt? Why do you still Das war jetzt die Cala Santani, also die Bucht Santanis. Jetzt gucken wir uns mal noch Santani selbst an. Das ist zum Glück nur 7 Minuten entfernt. Das ist ganz cool. Mallorca, die Distanzen sind halt einfach klein. Auf geht's! Santani ist ein kleiner Markt hier. Ja. Und ja, sieht echt nett aus, das kleine Örtchen hier. Ja, das ist der Vorteil, wenn man mal früh aufsteht. Wir sind jetzt schon wieder in Manacor, der nächsten Stadt. Richtiges Stadthopping heute. Und bis jetzt gefällt uns alles sehr gut. Ja. Ich weiß nicht, wofür Manacor bekannt ist, ehrlich gesagt. Nö, ich auch nicht, aber ich habe es auf der Karte angeklickt und es sah nett aus, die Stadt. Gucken wir uns das jetzt mal an. Und ja, das Wetter hält sich noch. Es ist bewölkt, aber es regnet nicht. Schon mal gut. Und kalt ist es auch nicht. Nee, kalt ist es auch nicht. Wir haben gerade festgestellt, dass wir mallorquinische Städte mögen. Haben irgendwie so ein... Irgendwie haben sie einen Flair. Ja. Ne? Das ist, ob es diese gelben Sandsteine sind oder die Größe, sind ja alle nicht groß, aber irgendwie verstrahlen sie so einen ganz eigenen Flair. Mit den grünen Fensterläden überall oder die braunen, ist echt schön. Also
Stellplatz für die Nacht. Hinter mir Elvis. Und das ist unsere Aussicht für heute. Wir stehen jetzt vor Porto Cristo. Und das seht ihr hinter mir. Ich hoffe, man sieht's. Ja. Und ja, geht schlechter, würde ich sagen. Bin mal gespannt. Wir sehen hier leider keine Sonnenuntergänge, nur Sonnenaufgänge, weil wir uns genau an der falschen Küste befinden. Aber ganz cool, würde ich sagen. Mega. Richtig schöne Aussicht. Also, das ist die Aussicht. Wir müssen nur gucken, wir stehen ein bisschen schief. Aber geht schon. Das erste kommt schon rausgeflogen. So, wir chillen jetzt hier erstmal. Wir haben schon so viel gemacht und es ist erst um 2 oder so. 2:30 ist jetzt, ja. 2:30. Und gefühlt haben wir echt schon... Gefühlt haben wir schon die halbe Insel gesehen heute. Deswegen machen wir jetzt erstmal langsam, damit wir alles verarbeiten können. Chillen erstmal eine Runde, essen nachher unsere restlichen Spaghetti von gestern Abend und dann gucken wir uns noch Porto Cristo an. With you, my mind is clear. La 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 la. Hide me at hello. La 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 la. Hide me at hello. La 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 la. Hide me at hello. So schnell geht leider das Wochenende rum. Wir hatten super viel Spaß auf Mallorca bisher und wir werden es auch weiterhin haben, das glaube ich. Wir stehen jetzt hier an dieser super coolen Bucht, ey. Das ist unglaublich. Ja, hier Elvis steht da und das ist unsere Aussicht für heute. Wir werden jetzt wieder mal ein bisschen arbeiten müssen und das ganze Geschehene erstmal reflektieren von der Woche, vom Wochenende. Leider konnten wir keine Aufnahmen von Porto Cristo machen, außer die Drohnenaufnahmen. Wir haben unser ganzes Kameraequipment in der Pizzeria vergessen gehabt, mit unseren Laptops. Glücklicherweise haben wir die alle wieder bekommen und können jetzt glücklicherweise arbeiten. Tatsächlich sind wir da sehr froh drüber, weil sonst könnten wir dieses Video jetzt nicht schneiden. Es gibt also nette Menschen, die das Gefundene wieder zurückbringen. Da sind wir sehr dankbar für. Sonst hätten wir jetzt echt ein Problem. Wir werden jetzt hier an diesem wunderschönen Stellplatz noch ein bisschen bleiben, weiter arbeiten und die Sonne genießen, die gerade rauskommt. Wir wünschen euch allen zusammen eine wunderschöne Woche und einen stressfreien Start in die Vorweihnachtszeit. Falls euch das Video gefallen hat, wie immer, lasst gerne ein Like da und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut alle zusammen. Ciao! Schatz, ich muss mir das Ganze angucken. Wenn du mich jetzt hier 3 Stunden beim Abwaschen filmst, Ja. dann braucht das Video 3 Stunden länger, mindestens. You had me at a la 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 la.